Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zu einem sehr heißen Test. Nicht nur wegen den beiden heißen Mopeden, sondern vom Wetter her. Es ist abartig heiß. Irgendwie bin ich natürlich selber schuld, wenn ich da mit dem Leder stehe. Aber Zonko, ich glaube, ich habe dich noch nie schwitzen gesehen und jetzt schwitzt wie ein Schweindel. Das ist ein Wahnsinn. Du hast wenigstens die Jacken ausgezogen. Du, ich habe es schon gesagt, ich bin ein Tiroler, ich bin das nicht gewohnt, diese pannonische Hitze dort. Und jetzt sind wir halt im Osten von Österreich, im echten Flachland. Das ist ja Wahnsinn. Echten Tiefebene. Ja, und ich meine, da brennt es aber, das ist ja abnormal. Das ist ja Es hat aber heute auch der Asphalt gebrannt, obwohl wir nur auf der Landstraße unterwegs waren, weil solche Dinger wollen die Leute auch auf der Landstraße fahren. Honda CBR 1000 RR Fireblade, die neue Suzuki GSX-R 1000. Bleibt's dran, wir erzählen euch jetzt, wie sich die beiden Dinger auf der Landstraße fahren. So, es ist nach dem Intro nicht besser geworden. Es ist uns noch immer schweineheiß. Aber egal, bei der Fahrerei kriegt man ja ein bisschen Fahrtwind ab, das passt eh. Wenn auch eigentlich solche Supersportler oder Superbikes eine sehr gute Verkleidung haben. Und gehen wir gleich in Medias Res. Ich finde die Verkleidung von der Suzuki ein bisschen besser. Ich bin da, finde ich, besser geschützt. Bei der Honda schaut das sehr cool aus, wie so ein Bubble-Windschild. Hat aber nicht unbedingt den Sinn. Wie siehst du das? Also ich bin mit der Fireblade SB, muss ich dazu sagen, es ist nicht eine normale Fireblade, sondern es ist die Fireblade SB. Ich bin damit schon am Ring gefahren und habe mit diesem Windschutz eigentlich immer das Auslangen gefunden. Habe ich eigentlich ganz super gefunden, wobei ich sagen muss, auf der Landstraße draußen, du hast wirklich tatsächlich das Gefühl auf der Suzuki, dass du ein bisschen mehr Windschutz hast. Weil es ein bisschen breiter rüber geht, die Scheibe. Das ist aber eben eine Sache, die vielleicht nicht jetzt das Hauptargument für die eine oder andere ist. Ich will gleich einmal auftrumpfen. Ich habe fix die stärkere mit der Suzuki. Ich meine, man kann jetzt viel über Total Control diskutieren und die Honda mit ihrer guten Fahrbarkeit. Aber ich habe hier 203 PS bei 13.200 Umdrehungen. Ich meine, das schiebt echt Mörder an. Ich habe 118 Newtonmeter bei 10.800 Umdrehungen. Und lieber Zonko, du hast halt 192 PS bei 13.000 sind es, ja. 192 bei 13.000. Das sind 10 PS weniger. Wie kannst du das rechtfertigen? Du, andererseits ist ganz leicht, das rechtfertigen, weil auf der Landstraße draußen. Das war ja fast wie abgesprochen. Keine Rolle. Aber ich wollte trotzdem das sagen, weil das ist also ein kleiner Punkt, der mich bei beiden Motorrädern ein bisschen stört. Also ich finde diese Leistung mehr als ausreichend. Das ist wirklich großartig, absolut super. Aber die Prüfstandläufe haben gezeigt, und das war sogar ein Suzuki-Prüfstand, dass die hat halt 178 am Hinterradl und die hat 173 am Hinterradl. Und das ist so, dass beide diese Vorgaben, die sie in die Datenblätter haben, nicht erreichen. Und das finde ich persönlich, sehr schade, weil man natürlich ist es wahrscheinlich ein irrsinnig tolles Verkaufsargument, wenn man sagen kann, das hat jetzt 203 und das hat 192 und de facto haben sie aber doch ein paar PS weniger. Und ja, aber davon habe ich jetzt nichts gehört, dass das so arg runtergeht. Ich habe gehört, es sind so ein paar PS schon drunter. Aber du hast leider recht, auf der Landstraße ist es grundsätzlich egal. Ich finde die Suzuki trotzdem vom Biss her aggressiver, was man mögen muss. Und vielleicht darf ich auch ein bisschen auf die alte reflektieren, GSX-R 1000 Vorgängerin, die ja endlos lange gebaut wurde, bis sich die Japaner endlich erweichen ließen und so wie
die europäischen Hersteller und eben auch schon Yamaha und Kawasaki vorher das ein bisschen, was heißt ein bisschen, radikal abgedatet haben. Jetzt kommt auch Suzuki und Honda drauf, dass man eben was machen muss. Die hatte 185 PS, die Vorgängerin bei 12.000 Umdrehungen und ein Drehmoment von 116,7 Newtonmeter bei 10.000. Also das war sogar ein bisschen mehr Drehmoment als die jetzt. Was uns wieder zeigt, die sind halt spitzer jetzt auch geworden. Der alte Motor mit den 185 PS, der war noch so schön linear, das hat mir sehr gefallen. Das war vielleicht für die Landstraße sogar das bessere Eisen. Aber ich muss sagen, da, wenn er lange gerade kommt, das reißt schon Mörder an. Und das hat mir auf der Suzuki ein bisschen mehr Spaß gemacht als auf der Honda. Aber du wirst jetzt vielleicht auch wieder dagegen was wissen. Du Faule, ich war wirklich erleichtert, wie wir den Helm runtergenommen haben, wie wir tauscht haben, die Maschinen. Und wie du dann gesagt hast, dass dir diese Suzuki so taugt und dass du die ganz toll findest, weil bei mir so gewesen, ich finde diese Suzuki auch leibernd, aber im Vergleich zur Honda ist es leider so, dass ich dort etliches habe, wo ich mir denke, no, da merkt man, das ist fast ein Generationenunterschied, kommt mir vor. Und deswegen war ich wirklich erleichtert, dass dir das so taugt hat. Bezüglich Motor, muss ich sagen, auf der Landstraße draußen, na, ich meine, Habitäre, ob ich dort jetzt habe, de facto 190 PS oder 180 PS, das ist wirklich wurscht, weil das ja das Wichtige ist, wie das anspricht, wie das annimmt, in welchem Bereich das fährt. Und da ist halt bei mir gewesen, die Honda, die ist jetzt auch nicht ganz einfach zu fahren, ist sie auch nicht, weil der Motor auch relativ direkt am Gas hängt. Aber bei der Suzuki ist mir das halt leider, das ist mir persönlich wirklich negativ aufgefallen, dass wenn du jetzt zum Beispiel durch eine Ortschaft fährst und du fährst jetzt keine Ahnung, einen 60er und musst dann ein bisschen vom Gas gehen, nachher schließt diese Elektronik, schließt das komplett. Und das zipft mir ein bisschen an, dass ich das nicht ganz weich fahren kann. Und mit der Honda habe ich so, dass ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel aus diesen Wechselkurven rausfahre und ich muss zum Beispiel ein bisschen vom Gas gehen, weil ich den Kurvenradius ein bisschen schlechter schätze, dann brauche ich auch eine sensible Gashand, damit das ganz weich ans Gas geht. Aber bei der Suzuki ist das meiner Meinung nach schlechter gelöst, wenn man sich darauf einstellt. Wird man kein Problem damit haben, aber so jetzt im direkten Umstieg ist mir das schon so vorgekommen, dass ich mir gedacht habe, nein, das hätte ich gerne ein bisschen weicher. Ich muss aber sagen, das ist für mich wiederum ein Argument für die Suzuki, weil ich mag das, wenn das schön direkt ist, wenn das, ich nenne es immer, ehrlich ist, dass die Einspritzanlage ehrlich funktioniert und wenn ich zudrehe, ja, dann wird halt zugedreht. Dann brauche ich das nicht sanft. Die Elektronik soll bitte noch ein bisschen schauen, dass ich noch ein bisschen mehr Gas gebe, weil ich ja vielleicht doch nicht so abrupt vom Gas gehen möchte. Nein, ich gehe vom Gas und das geht vom Gas. Und das, also wollen wir da jetzt nicht großartig streiten. Handling. Kommen wir zum Handling. Motor haben wir jetzt, glaube ich, zur Genüge geklärt. Es sind zwei Reihen, 4 Zylinder, das ist eh klar, das war immer schon so. Es sind abgedatete Motoren, es ist ja nichts ganz Neues, aber sie haben eben mehr Leistung rausgeholt. Dafür halt ein bisschen Schmalz aus der Mitte verloren, aber das ist nun mal so heutzutage, weil man will ja vorne und oben mitmischen. Handling, muss ich auch sagen, bei der Suzuki, ich fahre um die Kurve und sie macht das fast von alleine, dass sie reinkippt in den Radius. Und da hast du mir gesagt, dass du das eigentlich gar nicht unbedingt willst. Ne? Ja, das stimmt. Also ich habe mich auch gewundert. Ich habe diese Tests von der Suzuki gelesen und da ist eher gewesen, dass das halt ein bisschen sehr auf Stabilität ausgerichtet ist. Und ich habe dann nach dem direkten Umstieg von der Honda das Gefühl gehabt, dass die von selber in diesen Radius reinkippt. Und dieses von selber reinkippen, das ist nicht das gedankensteuerte Einkippen, sondern das macht es dann wirklich selber und du musst quasi ein bisschen was dagegen machen, weil die das überrascht, wie die abbiegt. Und auf das gewöhnt man sich aber irrsinnig schnell. Nur habe ich dann, also das von einer Sturheit im Handling kann ich dort überhaupt nichts sagen, also das hat die in keiner Weise. Nur was die Honda meiner Meinung nach deutlich besser hat, also die hat wirklich ein neutrales Einlenkverhalten, das lenkt so ein, wie es einlenken soll, da gibt es nichts, wo du jetzt als Fahrer die Maschine dirigieren musst, das sagst du ja mehr oder weniger mit den Gedanken und die macht es dann. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, finde ich, bei so einem Supersportler, diese Honda, die hat eine Lenkpräzision, das ist millimetergenau. Und das ist ein Wahnsinn. Und das kann die Suzuki leider nicht ganz liefern. Genauso wie einfach dieses Gefühl fürs Vorderradl auf der Honda unfassbar gut ist. Und da hat die Suzuki einen gewissen Graubereich, der beim Straßenfahren, es ist eh wurscht. Es ist komplett wurscht. Wenn du da noch drauf sitzt, der ordentlich Feuer gibt, na, dann wird er mich mit der Feuerblät herrichten.
weil er einfach mehr Feuer gibt. Aber so von der maschinellen Konstruktion her ist das einfach wirklich besser, muss man sagen. Also wenn wir bei der Ehrlichkeit bleiben, wenn da einer drauf sitzt, der nur ein bisschen fahren kann, dann wird er mich auch herrichten, wenn ich auf der sitze. Es kommt natürlich immer auf den Fahrer an, aber sagen wir mal, der gleiche Fahrer, so wie ich auf beiden gefahren bin, ich habe mit der Suzuki gestartet, ich habe das sehr schnell intus gehabt, dass sie diesen, sie gibt ja jetzt nicht unangenehm rein, finde ich, sondern sie geht einfach den Radius schön und von Nervosität können wir da wirklich nicht sprechen. Das ist schon wirklich stabil, das ist angenehm. Und wie ich auf die Honda umgestiegen bin, auf die Fireblade, dann habe ich aber schon beim ersten Radius mir gedacht, uiuiui, die muss ich aber jetzt ein bisschen mehr reindrücken. Na klar, wenn ich es gewohnt bin von der Suzuki, war ein bisschen ungewohnt, habe mich an das natürlich auch sehr schnell gewöhnt. Aber das ist so diese, ich gebe zu, sehr präzise, sehr, wie soll ich sagen, fast schon dieser krankhafte Perfektionismus von Honda, das alles super hinzukriegen, super abzustimmen, das kommt mir vor, dass die bei Suzuki da ein bisschen mehr noch legerer und das macht mir aber eben Spaß. Das finde ich echt schön, dass die noch ein bisschen was macht und tut. Und die Honda ist tatsächlich eine extrem präzise. Auch die Bremsanlage finde ich bei der Honda sehr gut dosierbar, sagen wir so. Auf dem ersten Blick oder auf die erste Fahrerei eigentlich kaum ein Unterschied, oder, bei der Bremsanlage? Ja, also sie sind beide Bremsanlagen sind wirklich Weltklasse. Ja, das auf der Suzuki hat mir extrem taugt, die hat einen ganz tollen Biss, sie kann sich super dosieren und die Honda-Bremse, ja, die bin ich jetzt schon gewohnt, die finde ich auch wahnsinnig toll, ganz egal wo du fährst, ob auf der Rennstrecke und auf der Landstraße fährst, das ist immer top und es lässt nicht nach. Das finde ich halt auch, dass die das mittlerweile halt schon länger super hinkriegen, dass du so ein Eisen, das für die Rennstrecke ja eigentlich konzipiert ist, auch auf der Landstraße so gut fahren kannst und dass du dort ganz normal vor der Kurve ankern kannst und es passiert jetzt nichts, das dich da aufstellt oder so irgendwas. Aber da sind wir eigentlich auch schon beim Punkt Elektronik und da, wenn du sagst, das ist wie ein Generationenunterschied, das wird auch daran liegen, weil immerhin, lieber Zonko, Schnösel, hast du die SP, ne? Fireblade, CBR 1000 RR Fireblade SP. Was heißt denn SP überhaupt? Sportperformance. Und nur ganz nebenbei, gell, dass ich es gewusst habe. Also ich glaube, dass das heißt. Jedenfalls hast du ja den Schaltautomaten mit Blipper-Funktion, also auch beim Runterschalten. Und da flutschen die Gänge so abartig geil rein, was bei der Suzuki halt gar nicht ist. Da hat die normale GSX-R 1000. Es gibt nämlich auch eine GSX-R 1000R, die hat das dann sehr wohl. Aber diese normale hat keinen Schaltautomaten und das ist jetzt wirklich schon, es klingt gemein, aber es ist nicht mehr zeitgemäß. Also es gibt eine Version, die es hat, aber die Basisversion hat es nicht und man gewöhnt sich so schnell dran. Und beim Raufschalten das Gas lupfen zu müssen, ist halt, das ist eine Niederlage irgendwie. Wenn man weiß, dass es so auch geht. Ne? Und die Schaltung sehr präzise. Aber trotzdem, das ist natürlich auf der Honda der Vorteil. Wir haben aber natürlich dadurch auch einen enormen Preisunterschied von, glaube ich, knapp 5.000 Euro in Österreich. Mehr sogar da, ja, das ist viel mehr, weil da kostet schon die normale über einen 20er in Österreich, wir reden von Österreich, 17,4 in Österreich, 25 oder sowas. 25,9 glaube ich. Also insofern ein Kampf mit unfairen Mitteln, aber nein, es geht ja eben um die Landstraßentauglichkeit und um wieder auf die alte GSX 1000 überzugehen, da hat Suzuki ein bisschen mit dieser Basis GSX 1000 einen kleinen Anschluss an die alte geschafft, die ja in den letzten Jahren zwar ein ABS bekommen hat, aber sonst nichts. Auf der GSX R 1000 2017 haben wir auch ein ABS, aber auch ein normales, kein Schräglagen, keine IMU da drinnen. Inertial Measurement Unit, wofür das auch immer steht, wurscht, das ist der kleine Rechner, dieser schlaue. Das Entscheidende ist, dass das eine also keine schräglagenabhängige Traktionskontrolle hat und das ist natürlich ein großer Vorteil. Das ist der Vorteil. Wir haben aber sehr wohl eine Traktionskontrolle, die sich in 10 Stufen verstellen lässt und abschalten lässt. Was hast du? Du hast, glaube ich, nur 9 Stufen, oder? Ich habe 9 Stufen, das ist wahr, aber ich habe noch so ein Untermenü, wo ich das in weiteren Zehntelschritten irrsinnig verstellen kann. Also bei mir ist so,
ich bin ja jetzt nicht der komplette Computerfreak, aber diese Maschine, das Potenzial von dieser Maschine, wenn man dort in die Elektronik reinsteigt. Also für so Leute wie für mich haben sie es ganz einfach gemacht mit ganz einfach programmierbaren Modi, weil das Fahrwerk ist ja semi-aktiv. Genau, das hat die Suzuki auch nicht. Den Modus wechseln kann und dann habe ich das Ansprechverhalten vom Motor geregelt, ich habe die Traktionskontrolle geregelt, ganz wichtig, ich habe die Motorbremse geregelt, weil das ist natürlich ein Traum, weil ich mir einstellen kann, je nachdem, was ich für ein Fahrer bin, wie viel Motorbremse will ich denn haben. Und, Entschuldigung, was theoretisch nicht nur auf der Rennstrecke, sondern vielleicht auch schon auf der Landstraße wichtig ist, wenn du das nach deinen Bedürfnissen einstellen kannst. Und dann kann ich noch in dieses Untermenü gehen und das wirklich, ich kann das so abstimmen, also ich kann es extra abstimmen für den Kurveneingang, ich kann es extra abstimmen für den Kurvenausgang, nur da muss dann ein Wissenschaftler sein und das bin ich ja nicht, ich bin ja einfach nur ein extrem begeisterter Fahrer. Wobei es natürlich schon ein bisschen ein Wissenschaftler bist, weil das so lang, wie es da jetzt drüber geht hast, das taugt er halt schon. Nein, ich bin voll begeistert und ich bin ja jetzt auch durch diesen direkten Vergleich, also wie gesagt, mir jetzt echt für die Suzuki Lightdown, weil ich finde, ja, so ein 1000er GSX-R ist ja immer was ganz Mächtiges und das ist ja nach wie vor ein mächtiges Eisen, aber gegen diese Fireblade SB ist es halt nichts. Ist leider nichts. Aber, sehr gemein, aber ja. Lass ich kurz stehen. Ja, aber was zum Beispiel ganz super ist, weil der Schaltautomat auf der GSX 1000, GSX-R 1000R, genau, der funktioniert ja angeblich brillant, den bin ich selber noch nicht gefahren, aber ich habe nur das Beste davon gehört und das kannst du bei der normalen GSX-R 1000 aufrüsten und das kostet 700 €. Also das hätte ich unbedingt machen, weil das einfach ein unglaublich leibendes Gefühl ist und das ist auch Auf und Obi. Wir haben ja auch mit dem Bogoli, mit dem Peter Bogoli geplaudert, der eben die Pressemotorräder betreut. Dass die so dreckig ist, liegt jetzt nicht direkt an ihm. Die ist einfach so zurückgekommen, ganz kurz vorher. Da hat er nichts mehr tun können. Aber er hat gesagt, die normale GSX-R 1000 eignet sich einerseits für Leute, die eben jetzt nicht das High-End-Gerät wollen und dadurch natürlich Kohle sparen möchten. Mit 17,4 in Österreich, Deutschland natürlich viel billiger. Schweiz ist das dann in etwa der Österreich-Preis, nur halt in Franken. Aber die R-Version, die kostet dann knapp unter 21 in Österreich. Und er meint, das ist dann diese normale GSX-R 1000 ohne R sogar für Rennfahrer geeignet, die sich ja so und so dann vorne und hinten ein anderes Fahrwerk reingeben, weil für die ist dann das bessere Fahrwerk der R-Version wahrscheinlich auch zu wenig, diese Balance Free Fork vorne, BFF mit dem Ausgleichsbehälter. Wenn wer unbedingt der Ölins will, dann muss er so und so aufrüsten, dann muss er noch mehr Kohle reinstecken. Dann nimmt er vielleicht auch die, wenn er eben den Schaltautomaten aufrüsten kann, weil viel mehr braucht es dann nicht mehr. Da ist jetzt auch nicht mehr so viel Unterschied. Eben auch, wie du sagst, Menü für dich leicht einstellbar und du bist ja halt doch von einer sehr alten Generation. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss. Ich meine, es ist schier, aber ist ja so. Du hast da ein Farbdisplay, das ist wirklich super leicht ablesbar. Das ist wie ein Handy, auch von der Bedienung her. Ich habe noch so ein monochromes Grau auf Grau. Schon schlechter ablesbar, muss man sagen. Kommt halt darauf an, was man braucht oder was man will, weil wenn ich jetzt, und ich will es auch nicht unbedingt wie beim Computerspiel da herumzappen, na wurscht, habe ich halt nicht. Ich habe ja 3 Fahrmodi, A, der schärfere, B, der volle Leistung bringt, aber ein bisschen entschärft ist von der Kraftentfaltung und einen C-Modus für den Regen oder was weiß ich, wer sowas braucht. Ich brauche es nicht, wenn ich hier die Traktionskontrolle habe. Aber wie gesagt, schon sehr flach gehalten, den Ball, was die Elektronik-Gadgets betrifft. Da kannst du halt voll auftrumpfen, aber ja, je nachdem, was man braucht. Aber ich habe noch einen Punkt, weil du das angeschnitten hast. Ich habe da drinnen das Ölins, das semiaktive Ölins-Fahrwerk der neuesten Generation. Und wenn ich jetzt ein Rennfahrer bin, kann ich das drinnen lassen. Weil es ist so, es gibt sogar einen manuellen Modus. Weil etliche Rennfahrer, die wollen ja dieses Semiaktive nicht. Ich persönlich bin unglaublich begeistert von dem Semiaktiven. Auch jetzt draußen auf der Straße, es waren teilweise echt wellige Kurven und dieses Vorwerk in der Zweierstufe, das hat dort gehalten. Das war einfach göttlich. Ich bin noch nie mit einem Supersportler so ordentlich. Das hat pickt auf der Straße. Das war wirklich ein Wahnsinn. Und für die Rennfahrer
kannst diese Komponenten drinnen lassen, diese extrem hochwertigen Ölungskomponenten und kannst das manuell einstellen. Du kannst das semiaktive ausschalten und stellst das manuell ein. Also manuell, du stellst es elektronisch ein, du brauchst jetzt keine Schraubenzieher, aber ohne Semiaktivität. Also du verstehst und das, wie Klicks kannst du genau, das sozusagen genau, einstellen. ja. Ja, Und das ist natürlich für so Rennfahrer ein Wahnsinn, dass sie das gemacht haben. Und insofern haben sie das einfach, diese Maschine so konsequent, haben sie die gebaut. Und was mich persönlich so wahnsinnig begeistert, dass das trotzdem auf der Landstraße super zu fahren ist. Das ist ein Traum. Und ich wollte sagen, habe ich jetzt eigentlich gar nicht so gebraucht, dass das ganze tolle elektronisch verstellbare klumpert. Und lustigerweise, weil du gesagt hast, Rennfahrer können es drinnen lassen, ich habe mit einem Rennfahrer gesprochen, zwar Ducati-Fahrer, aber ist ja wurscht, der hat gesagt, er fährt mit diesem Dynamikmodus auf der Rennstrecke, wo viele Rennfahrer sagen, nein, das geht nicht, weil das Motorrad macht irgendwas, was es will. Ja. Und der Typ hat gesagt, na, das ist ihm wurscht, das funktioniert perfekt. Das Motorrad weiß ja wann es was machen muss. Also so auch die Unterschiede und der ist richtig schnell. Der fährt diese Ducati Challenge, weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, wurscht. Aber das habe ich bei der Suzuki alles nicht und diese Fotokurven, die wir da gefahren sind, sehr wellig. Aber da habe ich mich auf der Suzuki auch voll wohl gefühlt. Also ich bin da schon, glaube ich, recht flott um die Ecken gepfeffert und das hat mir echt Spaß gemacht. Da habe ich mich nicht unwohl gefühlt, weil da ist schon ein Kompromiss drinnen. Und wenn Japaner was können, dann ist das einfach etwas so herzurichten, dass das ziemlich für alle Gegebenheiten sich eignet, meiner Meinung nach. Ja, du, es ist ja... Da steht jetzt was Übermächtiges, finde ich. Aber das ist ja ein göttliches Motorrad. Das ist ein Wahnsinnsding, dieses Suzuki GSX 1000. Aber im direkten Vergleich zu dieser Fireblade SP, da hat es halt, wie gesagt, ich bin mir sicher, wenn die hast und du bist eingeschossen auf die, da erlebst du einen Fahrspaß und einen Thrill ohne Ende, da sparst du relativ viel Geld. Ja. Aber ich habe halt trotzdem eine wahnsinnig Freude, wenn irgendwas da steht, wo du denkst, na Alter, das ist perfekt, das ist ein wahnsinnig gutes geworden ist. Für mich halt, um zu einem Resümee zu kommen, bevor ich da völlig abbrenne und 10 Kilo leichter werde, weil ich so viel Wasser verliere, und das wollen wir ja alle nicht, dass ich jetzt da viel leichter werde. Optikfrage lassen wir eigentlich immer dahingestellt. Mir taugt jetzt, habe ich mich an die neue gewöhnt. Wie sie rausgekommen ist, auf den Messen herumgestanden ist, habe ich mir gedacht, warum machen sie keine andere Lackierung? Ich meine, die alte hat genauso ausgeschaut, aber dieses schmale Heck schaut super aus. Front stört mich gar nicht, dass so stark an die Vorgängerinnen angebiedert ist, weil das schaut trotzdem modern aus. Also das gefällt mir richtig gut. Fireblade gefällt mir in deiner SP-Version sehr gut, in dieser HRC Dreifarblackierung. Die normale finde ich echt ziemlich langweilig, rot-schwarz. Dieses Blau, der blaue Akzent bei der SP ist echt Gold wert mit diesen Felgen. Nur die SP2, die hat dann Marchesini oder Marchesini-Felgen, wie auch immer man das ausspricht. Wir haben keinen Italiener da. Aber wurscht, die kostet ja noch einmal ein Vermögen mehr. So tief in die Tasche greifen, damit ich die schönere habe, weiß ich nicht, ob ich das will. Da reicht mir die Suzi, die super ausschaut. Im Übrigen Helm perfekt passend, Schubert SR2. Das hat sein müssen. Was mir jetzt noch einfällt, weil du gesagt hast, es will ja keiner, dass du 10 Kilo runterrahmst jetzt durch diese extreme Hitze. Was natürlich auch super ist bei der Aufteilung dieser Maschinen, ist der Auspuff, der passt zu dir, und der Auspuff, der passt zu mir. Und jetzt hat jenseits von jeglichen Scherz, ist halt so, der Auspuff, der dürfte wahnsinnig gut sein, was ich gehört habe. Der dürfte nämlich relativ viel Leistung bringen und relativ wenig Leistung kosten. Und andererseits ist halt so, der bei der Honda, der ist halt viel, viel schlanker. Und ich meine, wenn das diese Honda-Leute zusammenbringen, dass sie so einen relativ schlanken Auspuff bauen, weiß ich nicht, warum der so riesig sein muss. Und was noch dazu kommt, das haben uns auch die Damen und Herren an der Strecke bestätigt, die Honda haut halt einen wahnsinnig geilen Klang, obwohl das serienmäßig ist. Also da geht man nie an Nachrüstauspuff auf, weil das so geil klingt. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber das hat so einen kernigen, lauten Sound. Und die Suzuki ist ein bisschen verhaltener, finde ich. Gebe ich zu, da mache ich tatsächlich ein Manko der Suzuki aus, dass der Auspuff so wie früher irgendwie so eine Riesentröte ist. Ich weiß nicht, warum du das mit mir in Verbindung, das ist eine absolute Frechheit, was du da schon wieder schwafelst. Aber auf der Honda haben sie wirklich ein bisschen besser geschafft. Vom Sound her gefällt mir die Honda auch gut, aber wenn ich auf der Suzuki sitze, rührt es schon schön und kreischt ziemlich. Also
Da merkt man halt trotzdem die Power, die dahinter steckt. Wie das halt so ist mit den Nachbau-Auspuffanlagen, sie bringen kaum noch mehr Leistung. Sie bringen vielleicht weniger Gewicht und sie bringen eine bessere Optik, bei der Suzuki dann auf alle Fälle. Aber sie bringen eigentlich keine bessere Performance mehr, weil die schon so gut abgestimmt sind. Ja, wenn es legal sind. Sonst, wenn da irgendeine Racing-Auspuffanlage auftust, so wie wir diese Yoshimura-Auspuffanlage gesehen haben dort noch. Dann geht natürlich noch einiges, aber so, wenn das im Sinne der Straßenverkehrsordnung gefahren werden soll, dann bringt es kaum was oder eben gar nichts, wird vielleicht sogar schlechter. Ja, kommen wir doch zu einem Schluss, weil ich schon von Abbrennen geredet habe, jetzt noch einmal 5 Minuten draufgelegt. Honda, super Motorradl, aber Suzuki auch super Motorradl. Und die ganzen Dinge, die bei der Honda vielleicht für die Rennstrecke auf dieser SB-Version besser sind, brauche ich auf der Landstraße eh nicht. Und das ist für mich so wieder ein Original, das jetzt genau dort zugelegt hat, wo es ein bisschen gehapert hat. Mehr Schmalz, mehr Leistung. So wie halt ein Motor, um den ein gutes Motorrad gebaut wurde. So ein Endsatz. Hast du einen Endsatz für deine tolle Honda? Ja, ich muss natürlich kontern, weil ich zum Beispiel auch auf der Landstraße, ich brauche den Schaltautomaten, mir taugt das wahnsinnig. Ich brauche dieses semi-aktive Fahrwerk, ich finde das irrsinnig toll, das macht mir einen großen Spaß. Aber mein Schlusssatz an und für sich ist der, dass man ganz egal, ob man sich jetzt diese Suzuki 1000 GSX-R kauft oder ob man sie kauft, die Honda Fireblade SB. Es ist wirklich mit so Supersportlern auf Landstraßen wirklich leibend zu fahren. Beide beherrschen das wirklich super. Es ist, sobald man ein bisschen eine Spannung im Rumpf hat und man den Lenker ein bisschen entlastet, ist es so unglaublich leibend zu fahren. Und ich meine, es sind halt einfach die potentesten und erregendsten Motorradln, solche Supersportler. Und wer noch halbwegs flexibel ist, na, der fährt sowas. Das ist einfach extrem ehrenvoll. Also ich muss auch sagen, die Honda hat ja eine Sitzhöhe von, was hat's, 832? Ja, genau. 832 mm Sitzhöhe, das ist nicht viel die hat 825. Die Vorgängerin hatte aber 810 Sitzhöhe, also die GSX-R 1000 vorher. Und da habe ich befunden, das war so im Vergleich zu den neueren Geräten sowas eher Gemütliches. Und trotzdem hat Suzuki meiner Meinung nach ziemlich gut geschafft, die noch auch für die Landstraße von der Sitzposition her, also gemütlich ist sie sicher nicht, aber doch noch gemütlicher als die Fireblade. Ja, das stimmt. Pauli, du, ein Test mit dir ist mir immer eine ganz, ganz große Freude. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz, das sage ich noch ganz kurz, weil da wird sicher etliche Sicherheitsfanatiker werden sich irrsinnig aufregen, dass ich da gefahren bin in der Jean. Es ist keine Kevlar Jean, weil das war mir auch zu heiß, sondern es ist ein ganz normale Jean und eine ganz normale Jeansjacke. Aber für diese Sicherheitsfreaks möchte ich dazu sagen, das Wichtigste beim Motorradfahren ist, dass du dich wohlfühlst, dass du beweglich bist und nachdem ich die Hitze nicht aushalte, bin ich so sicherer unterwegs, als wenn ich komplett dehydriere. Also okay, ja, verstehe ich jetzt nicht ganz, weil mir ist jetzt nicht richtig heiß. Ich finde es jetzt gerade ein bisschen frisch. Es ist jetzt gerade ein bisschen frisch geworden. Es hat nur mehr 35 Grad. Ja, ist ein gutes Argument. Ich habe mir halt gedacht, wenn wir schon die Superbikes ausfassen, ziehe ich mich dementsprechend auch auf der Landstraße an. Und so ein Tennis ist ja eh sehr beweglich, auch bei mir. Und wie gesagt, die machen einfach viel Spaß, die zwei Eisen. Aber kommen wir jetzt wirklich zu einem Ende. Top-Motorradl, Honda Fireblade SB, Suzuki GSX-R 1000, gefallen uns beide. Wir haben viele Unterschiede herausgearbeitet. Man hat auch gemerkt, wessen Favorit das jeweilige Motorrad ist. Ja, wenn ihr Meinungen dazu habt, könnt ihr uns ja gerne Kommentare unten dazu geben. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns auf alle Fälle einen Daumen hoch. Daumen runter mögen wir überhaupt nicht, das könnt ihr gleich einmal sparen. Abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ich da schon ein bisschen schroffer jetzt mit euch rede. Schaut euch unsere anderen Videos an. Wir machen ja permanent neue Sachen. Jetzt sind, glaube ich, 40 Videos in der Pipeline. Viel Spaß an die Leute, die das jetzt noch schneiden müssen bei uns in der Firma. Da kommt einiges noch auf euch zu. Das Video wird wahrscheinlich im November dann ausgestrahlt, wenn die endlich fertig sind. Nein, die geben eh brav Gas. Ja, habe ich eigentlich alles erwähnt. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Danke, Zonko, fürs Mitmachen. Gehen wir jetzt schwimmen, oder? Jetzt hauen wir uns dort hinten in das Distelfeld, auf das freue ich mich. Hauen wir uns eine, oder? Machen wir das. Tschüss euch. Ciao.